Der Osten des heutigen Deutschlands. Vor 1300 Jahren ist das Land zwischen Elbe und Oder fast menschenleer. Doch dann betreten Fremde aus dem Osten das fruchtbare Land, Slawen. Sie lassen sich hier im 7. Jahrhundert nieder und zählen später zu den letzten Heiden in der Mitte Europas. Wir erzählen die geheimnisvolle Geschichte dieser Menschen, weil auch sie unsere Vorfahren sind. Sie verteidigen sich gegen mächtige Gegner und prägen das Mittelalter zwischen Elbe und Oder mit ihrer ländlichen Kultur und ihrem Glauben an Naturgötter. Es ist keine Saga von Königen und Kaisern, sondern von Bauern, Handwerkern und Dorfbewohnern. Wir begleiten eine Gruppe von Slawen durch mehrere Jahrhunderte, bei ihren Begegnungen mit mächtigen Nachbarn und ihrem Kampf um die eigene Identität. Den Anführer einer Sippe mit Frau und Tochter und den Heiler und Priester eines Dorfes mit seinem Sohn. 5 Slawen, stellvertretend für die vielen, die hier siedelten und um ihr Überleben kämpften. Nach Christus schlagen sich Slawenstämme durch die wilden, waldreichen Gebiete im heutigen Osten Deutschlands. Seit ihrem Eintreffen ist diese Gegend ununterbrochen besiedelt, bis heute. Vor 1300 Jahren erobern die Slawen eine menschenleere Wildnis. Denn die germanischen Stämme, die den Raum zwischen Elbe und Oder vorher bevölkerten, leben nun im Westen Europas. Sie haben in der Mitte des 6. Jahrhunderts ihre Heimat verlassen und gehen im aufstrebenden Frankenreich auf. Die Franken werden die beherrschende Macht in West- und Mitteleuropa. Sie nehmen zunächst kaum Notiz von den Slawen im Osten. Das Neue Museum in Berlin. Professor Matthias Wemhoff erforscht hier als Landesarchäologe auch die slawische Geschichte der deutschen Hauptstadt. Die Slawen kommen ja in eine Region, die ziemlich entvölkert ist. Wahrscheinlich werden irgendwo noch ein paar germanische Bauern gesessen haben, aber wir Archäologen finden tatsächlich nur ganz, ganz wenige Spuren. Also die Völkerwanderung hat hier tatsächlich ziemlich zugeschlagen. Für die Slawen ist es eine Wanderung, die viele Opfer fordert. Die habe ich deiner Mutter geschenkt, als du geboren wurdest. Wir haben archäologisch eine eher ärmlich ausgestattete Gruppe von Menschen vor uns, die in vielen kleineren Grüppchen untergliedert war. Und dabei können diese Menschengruppen auch nicht über Monate wandern. Es gab so viele gute Orte zum Siedeln auf unserem Weg, aber du musst immer weiter und weiter und weiter. Das meint er nicht so. Hab Geduld. Sie war einfach alles für ihn. Los! Wir ziehen weiter! Die Archäologin und Kulturwissenschaftlerin Dr. Anne Klamt im Museum für Archäologie in Chemnitz. Sie interpretiert historische Funde
und will herausfinden, warum die Slawen um 700 nach Christus das spätere deutsche Gebiet besiedeln. Dahinter steht nicht der große Plan. Es gab auch keine Karte, wo stand, wir gehen an die Ostsee, sondern man muss davon ausgehen, dass man immer wieder Siedlungsgebiete gesucht hat, die einem vielversprechend erschienen und wo man in Ruhe leben konnte. Ihre Theorie: Über mehrere Generationen kämpfen sich die Slawenstämme Stück für Stück westwärts. Bereitet das Feuergrab. Machen wir. Und ein Nachtlager mit Wachen. Was trieb sie an, die Slawen? Ein mystisches Gemälde visualisiert die Idee einer slawischen Urheimat. So stellt sich der Künstler Alfons Mucha den Adam und die Eva der Slawen vor, als verängstigte Bauern, die ihre Naturreligion mitnehmen an Elbe und Oder. Hier versammeln sich quasi die letzten Heiden Mitteleuropas. Das ist eine ganz merkwürdige Sonderentwicklung, die hier bis ins 12. Jahrhundert anhält. Und auf einem ganz, ganz kleinen Gebiet entwickelt sich so etwas wie eine Sonderform der heidnischen Religion in Weiterentwicklung alter slawischer religiöser Vorstellungen. Heidnische Slawen, die vor ihren aggressiven Nachbarvölkern fliehen, deren Krieger ihre Dörfer plündern und ihre Familien versklaven. Die Slawen verlassen ihre alte Heimat im Karpatenraum, auch in Richtung des heutigen Deutschlands. Aus eingewanderten Sippen formen sich mehr als 50 Stämme zwischen Elbe und Oder. Unter ihnen Heveller, Lutizen, Pommern, Ranen und die Sorben. Ihre Spuren finden sich heute noch zwischen Elbe und Oder. Berlin und Dresden stehen auf den Überresten alter slawischer Siedlungen. Nahe der Autobahn, die beide Städte verbindet, erhebt sich heute der Nachbau einer slawischen Ringburg. Der Boden im Osten Deutschlands ist voller Spuren ihrer Kultur. Bei Ausgrabungen finden Wissenschaftler vor allem Artefakte des slawischen Alltagslebens. Pfeilspitzen, Scherben, in kleinste Teile zerhackte Münzen. Zeugnisse einer bäuerlichen Kultur. Die archäologischen Fundstellen häufen sich vor allem an Wasserläufen. Lass uns hier rasten und in Ruhe entscheiden, was wir tun. Nein. Weiter. Über den Fluss. Der Brandenburger Archäologe Dr. Thomas Kersting verfügt über einen Schatz, der Rückschlüsse auf die Wanderung der Slawen zulässt. Ein slawischer Einbaum. Wenn man auf Verbreitungskarten guckt der slawischen Funde, da sieht man, dass ihr ganzes Leben komplett aufs Wasser ausgerichtet war. Die Fundplätze reihen sich entlang der Flüsse, entlang der Seen. Also ein solcher Fund ist wirklich ein Geschenk für Archäologen, weil mit diesem Einbaum kann man die allermeisten Aspekte der slawischen Kulturgeschichte beleuchten. 1935 wurde das Boot auf dem Grund eines Sees gefunden. Wasser und Schlamm haben es über 1000 Jahre erhalten. 9 Meter misst es in der Länge. Dieses Stück, wenn man sich es anguckt, die Wandstärke 2-3 Zentimeter, das ist jetzt kein Einbaum, wie man ihn vielleicht von Fred Feuerstein kennt, sondern es ist wirklich ein filigranes, für die damalige Zeit technologisch ausgereiftes Produkt. Es kommt ja auch darauf an, dass das Stück nicht nur im Wasser schwimmt, man muss es ja auch tragen können. Es ist auf kleinen Bächen gefahren worden, es hat kaum Tiefgang und trotzdem
ist es in der Lage, fast eine Tonne Leute und Material zu transportieren. Also das ist ein Gegenstand, der wirklich im slawischen Alltagsleben nicht wegzudenken war. Unsere slawischen Vorfahren sind Meister der Holzverarbeitung und geübte Bootsbauer. Man hatte natürlich nur Äxte und Beile, man hatte keine Sägen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Die Römer kannten Sägen, aber die Slawen hatten sowas eben nicht. Ein solcher Baum wurde dann mit Keilen gespalten, der Länge nach. Und dann kann man sich also vorstellen, dass man dann einen solchen halben Stamm regelrecht ausgehöhlt hat mit Beilen, mit Äxten, mit Dechseln, die so in das Holz eingreifen. Und das ist bestimmt eine Arbeit, wo 10, 12 Mann 2 Wochen mit zu tun gehabt haben. Ob sich die Slawen tatsächlich mit Einbäumen oder Flößen fortbewegten oder sie nur zum Fischfang benutzten, ist bis heute unklar. In den wasserreichen Gegenden zwischen Elbe und Oder bieten sie einen Vorteil im Kampf ums Überleben. Wir müssen ihn versorgen. Hilf mir. Schau sie dir an. Die meisten sind am Ende. Sie können einfach nicht mehr. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um Kräfte zu sammeln. Hier haben wir doch alles, was wir uns wünschen. Er hat recht. Wir müssen uns ausruhen. Wir bleiben. Wir siedeln hier. Der Historiker und Mittelalterexperte Professor Stefan Weinfurter kann verstehen, warum sich die Slawen ausgerechnet hier niederließen. Das Land zwischen Elbe und Oder ist ein reiches Land mit Gebieten, die sehr fruchtbar sind. Andere sind bewaldet, dicht bewaldet. Also es ist ein Land mit vielen Möglichkeiten, in denen man auch Bodenschätze findet. Also ein Land, in dem sich das Siedeln mit Sicherheit lohnt und in dem man was aufbauen kann. Abseits der Sümpfe und Moore richten sich die Slawen in ihrer neuen Umgebung ein. Aber sie sind keine Nomaden. Sie wollen einen Ort zum Bleiben und suchen Land für den Ackerbau. Die waldreichen Gebiete geben den Slawen auch Gelegenheit zur Jagd. Das ist in der Anfangszeit der Besiedlung entscheidend. Es sichert zunächst das Überleben in harten Wintern. Aber das ist nur der Anfang. Die Landwirtschaft war in dieser Zeit überall die Grundlage der Wirtschaft. Das gilt nicht nur für das slawische Gebiet. Und in manchen Gebieten hatte man reiche Erträge. Und die Holzwirtschaft darf man nicht außer Acht lassen. Die Wälder sind ja wichtig für die Ernährung der Tiere, etwa für die Schweine, die dort Eicheln und Sonstiges gefunden haben. Auch die Fischwirtschaft wird man nicht vergessen dürfen. Ideal für das Leben und für den Aufbau einer funktionierenden und effizienten Landwirtschaft. Vereinzelt gibt es zwischen Elbe und Oder auch Begegnungen zwischen Slawen und Germanen. Denn nicht alle einstigen Siedler haben das Land verlassen. Wir müssen ihn versorgen. Hilf mir. Hier treffen Sprachräume aufeinander. Verstandest du ins? Der Sprachexperte Professor Jürgen Udolf untersucht und vergleicht die slawischen und die germanischen Sprachen. Der Name der Slawen ist bis heute umstritten. Weit verbreitet, früher war die Ableitung von dem Wort Slovo, das heißt Wort, also vielleicht die Wortgewandten. Man hat dann gerne zum Vergleich auf die slawische Bezeichnung für die Deutschen gegriffen, Niemiecki oder Niemski, das sind nämlich die Stummen. Für Slawen sind also die Deutschen die Stummen, weil sie natürlich keine slawische Sprache gesprochen haben. Wir bleiben.
Wir siedeln hier. Was quitte? Der Raum zwischen Elbe und Oder, eine Grenzregion der Sprachen und Kulturen bis heute. Östlich der Elbe die slawische Sprachenfamilie, westlich davon die germanische. Die Grenzen sind fließend. Das verraten vor allem Fluss- und Ortsnamen. Jedes Volk gibt seinen Namen, wo es siedelt, eine Bezeichnung. Und die slawischen Völker haben genauso wie die Germanen ihre slawische Sprache in den Ortsnamen manifestiert. Sie sind ganz wichtige Zeugen für uns. Ortsnamen sind wirklich Zeugen der Geschichte. Und wir können sehr, sehr gut erkennen, ob ein Name aus dem Slawischen stammt oder aus dem Deutschen. Gerade im Bereich zwischen Elbe und Oder ist das überhaupt kein Problem. Dresden ist vielleicht der einfachste, da sind wir ganz sicher, dass es die Waldbewohner sind. Dresdjane etwa ursprünglich vor 1000 Jahren. Berlin ist auch relativ sicher, da steckt ein Wort für Wald, Morast, Sumpf drin. Ich möchte die Berliner trösten, auch Paris geht auf ein Sumpfwort aus dem Keltischen zurück. Die Landschaft, die die Slawen um 700 nach Christus vorfinden, würde uns heute als Wildnis erscheinen. Naturräume, wie wir sie kennen, gibt es erst seit dem 18. Jahrhundert. Die Slawen roden einen Urwald aus Buchen, Birken und Eichen. Nadelhölzer gibt es kaum. Die frühen Siedler müssen ihren Lebensraum der Natur abtrotzen. An Rhein und Donau gibt es zu dieser Zeit bereits Kulturlandschaften, die schon Jahrhunderte zuvor, zur Zeit der Römer, gerodet wurden. Nicht so zwischen Elbe und Oder. Es ist eine Aufgabe für Pioniere und Grundlage für eine dauerhafte Existenz. Mal sehen, wer heute die Jagd gewinnt. Ja, wahrscheinlich ich. Ach ja, das werden wir ja sehen. Der bessere Schütze darf als erstes ins Dorf einreiten. Dieser Ort wird uns Ruhe bringen. Hoffentlich. Über das Verhältnis von Mann und Frau wissen wir sehr wenig. Im Grabbrauch heben sich die Geschlechter nicht wesentlich voneinander ab, so dass wir daraus keine Machtposition ableiten können. Wir können sicherlich vermuten, dass der Arbeitsalltag sehr unterschiedlich aussah. Das ist aber in jeder bäuerlichen Gesellschaft so. Die Slawen richten sich in ihrer neuen Umgebung ein und bauen erste Siedlungen. Ganz sachte, Männer. Willst du mir nicht unser neues Heim zeigen? Aber wie haben sie gelebt? Wie ihr Leben organisiert? Es beschäftigt uns immer die Frage, gibt es Anführer? Wir können uns ja schlecht vorstellen, dass eine Gruppe von Menschen nicht Strukturen und Hierarchien aufbaut. Wir fassen Herrschaft und Eliten in dem Moment, wo sie anfangen, Burgen zu bauen. Das ist zwischen Elbe und Oder relativ spät und deutlich etwa 100 bis 200 Jahre nach der eigentlichen Einwanderung. In der Zitadelle Spandau in Berlin haben Wissenschaftler Teile einer slawischen Befestigung restauriert. Sie zeigt, dass auf dem späteren Stadtgebiet Berlins Slawen lebten. Die Slawen sind schon wirklich ziemlich schwierig für uns Archäologen. Das liegt daran, dass wir nur relativ wenig Befunde haben. Das fängt schon beim Hausbau an. Die bringen aus ihrer alten Heimat weit im Osten die Blockbauweise mit. Das heißt, man braucht kaum Fundamente. Und es gibt kaum eine Stelle, wo ich nun wirklich meine ganze Hauskonstruktion fassen kann. Was ich von slawischen Siedlungen bekomme, ist nur das, was in den Boden eingetieft ist. Also die Brunnen sind für uns ganz wichtig, die Vorratsgruben, vielleicht mal eine Stelle, wo ein Backofen war, das ist noch erhalten. Und dann kommt noch dazu, dass das Leitmotiv der Archäologie, nämlich die Keramik, bei den Slawen ausgesprochen einfach und sehr, sehr dauerhaft ist. Also sie verändert sich kaum und sie ist zudem auch nicht gerade schön. Dieses kleine Museumsdorf südlich von Berlin
dokumentiert die Zeit der frühen slawischen Besiedlung. Das Dorf zeigt die Lebensweise der Siedler zwischen Elbe und Oder. Das Konzept ist ein Selbstversuch, ein Praxistest für die Theorien der Wissenschaftler. Praktische Archäologie heißt das. Ob Kleidung oder Baumaterial, alles ist so originalgetreu wie möglich den bei Ausgrabungen entdeckten Artefakten nachempfunden. Das Dorf liegt im Siedlungsgebiet der Sorben, einer slawischen Minderheit, deren Geschichte bis ins 7. Jahrhundert zurückreicht. Also in dem Fall haben wir ja nur wenig archäologische Funde und Befunde, gerade wenn wir hier über unsere 5 Grubenhäuser sprechen. Das heißt Bodenverfärbung, vielleicht Verfärbungen von Restpfosten. Und was uns manchmal entgegenkommt, ist dann bei manchen Gebäuden der sogenannte Hüttenlehm. Das heißt, dass wir Lehmstücken haben, in dem wir direkt Abdrücke von der dahinter befindlichen Flechtwand haben. Und ich sag mal, was wir machen, ist natürlich eine Rekonstruktion einer gewissen Lebensrealität. Also es wäre eine Lüge zu sagen, wir wissen 100%, wie das wirklich alles ausgesehen und gebaut wurde. Die Museumsleute wollen herausfinden, ob solche Häuser tatsächlich alltagstauglich sind. Dazu mischen sie wieder und wieder neue Variationen aus Lehm, Wasser und Pflanzenresten. Denn damit bauten die Slawen ihre Häuser. Also ein Grubenhaus ist in keinem Falle zu unterschätzen. Wir haben ein Gebäude, was sich sehr, sehr schnell beheizen lässt. Wir haben eine massive Dämmschicht aus Erdmaterial um den Wohn- und Arbeitsbau. Vereinfacht gesagt, Wärme kommt nicht so schnell raus, Kälte nicht ganz so schnell rein. Durch die geringe Raumhöhe lässt sich das Raumvolumen auch sehr, sehr schnell beheizen. Also man kann da schon ganz ordentlich drin wohnen. Bei vielen Kulturen sind Gehöfte schon früh durch Zäune abgegrenzt. Bei den Slawen, das ist hochinteressant, ist es anders. Wir haben eigentlich keine Bauernhöfe, also wir haben keine Parzellengrenzen, wir haben keine klaren gemeinsamen Straßen oder Wege. Und das deutet darauf hin, dass wir eigentlich da von großen Gemeinschaften sprechen, die miteinander diese Siedlung bewohnt haben. Na er? Hier, gib die deiner Mama für das Abendessen. Wie war die Jagd? Sehr gut. Wojtek hat sein erstes Schwein geschossen. Sehr gut. Wie sich die Slawen des frühen Mittelalters ernährt haben, können Wissenschaftler am besten an ausgegrabenen Skelettresten erkennen. Vor allem Kiefer und Zähne geben wertvolle Hinweise. Für die Anthropologin Dr. Bettina Jungklaus speichern sie die slawische Vergangenheit. Hier haben wir den Unterkiefer eines 6- bis 7-jährigen Mädchens. Hier haben wir noch den Oberkiefer. Da können wir auch sehen, dass die Zähne sehr stark abgekaut sind. Also dieses Mädchen wird schon seit längerem auch die Kost der Erwachsenen konsumiert haben, also genauso gegessen haben wie die Erwachsenen. Möglicherweise war das Getreide nicht gut entspelzt oder Brot, was mit Steinmehl von den Steinmühlen versetzt war, was die Zähne abgerieben hat. Und das ist auch kennzeichnend für die ganzen Slawen, die haben sehr wenig Karies. Das ist ein Hinweis darauf, dass die kohlenhydratreichen Anteile in der Nahrung nicht so hoch waren, sondern sie werden viel proteinreiche Nahrung, also Fisch und Fleisch, gegessen haben. Die Zähne beweisen, wie überaus hart und entbehrungsreich das Leben der Slawen gewesen sein muss. Auffällig sind so horizontale Rillen im Zahnschmelz, Mineralisationsstörungen,
die auf zum Beispiel Hungersnöte oder Mangelernährung zurückzuführen sind. Was hier noch zu erkennen ist, sind poröse Veränderungen am Kieferknochen. Die sind ein Hinweis auf einen chronischen Vitamin-C-Mangel, auf Skorbut. Juba! Juba! In meine Hütte. Knochen und Schädel zeigen, an welchen Krankheiten die Slawen zwischen Elbe und Oder litten. Ein großes Risiko für die Slawen waren Verletzungen, Knochenbrüche, weil es immer auch zu Folgeerkrankungen kommen kann, zum Beispiel Wundbrand, den man am Skelett zwar nicht erkennen kann, aber das ist ein großes Risiko, daran zu sterben. Sicher gab es gegen das eine oder andere auch ein Kraut, aber so wirksam wie heute bei der Medizin, damals sicher nicht. Gegen Wundbrand war die Naturmedizin der Slawen machtlos. Eine winzige Verletzung konnte den Tod bedeuten. Die Schwellung geht nicht zurück, im Gegenteil. Mach doch was. Kannst du nicht irgendwas tun? Ihr Schicksal liegt nicht mehr in unserer Hand. Wann die Slawen mit dem Bau von Begräbnisstätten und Tempeln beginnen, ist bis heute umstritten. Bestattungen sind klare kulturelle Marker. Die Slawen verbrennen, schauen wir ins 7., 8. Jahrhundert, eigentlich bis ins 10. Jahrhundert hinein ihre Toten. Und zwar tatsächlich schütten sie die Asche entweder auf Hügeln aus oder legen sie in flache Mulden ab. Aber das Urnengrab, wie wir es so vor Augen haben, das ist eigentlich sehr selten. Und das sind fundamentale Unterschiede in der kulturellen Zuordnung und der Religion. Nur ausgewählte Personen dürfen die Tempel betreten. Priester etwa, deren Existenz durch christliche Geschichtsschreiber überliefert ist. Etwa 100 Jahre später. Zwischen Elbe und Oder leben nun Dutzende slawische Stämme. Aus verstreuten Siedlungen werden Gemeinschaften kleiner Dörfer. Der Kampf mit der Natur ist opferreich. Doch die Slawen haben eine neue Heimat gefunden. Während in Europa bereits Hochkulturen blühen, verbleiben die Slawen in dörflichen Strukturen. Du hast einen. Ganz ruhig, warte. Was ist das?
Lauf zurück ins Dorf und hol mir Boleslav! Und meinen Vater! Worauf wartest du? Schnell! Los! Die Slawen, die hier um 700 einwandern, die hatten vorher noch nie so direkten Kontakt quasi mit einer Hochkultur und stehen jetzt direkt dem expandierenden Fränkischen Reich gegenüber. Eine Zeit des Umbruchs steht bevor. Schnell. Bringt Panzer und Schwert zu meiner Hütte. Und schmeißt den Kerl zurück ins Wasser. Die Slawen bekommen es mit einem hochgerüsteten Gegner zu tun. Das mächtige Frankenreich hat um 800 nach Christus große Teile Westeuropas unter sich vereint. Bis an die Elbe heran entstehen größere Siedlungen und Burgen, Dutzende Machtzentren. Im rheinischen Raum haben wir in der Tat eine Städtekultur. Es sind Organisationsformen, die man aus der römischen Antike übernommen hat. Städte, die eine Mauer hatten, in denen man sich verteidigen konnte, in denen das Handwerk blühte, organisiert wurde, in denen Handel und Märkte existierten. Das ist eine andere Kategorie der Lebensordnung und des Handels und der weitgreifenden Netzwerke, die von dort aus über weite Teile Europas gespannt wurden. Der Dom in Aachen ist zu jener Zeit sichtbarstes Zeichen und Demonstration der Stärke und Kultur des Frankenreichs und der christlichen Religion. Das imposante, gerade erst fertiggestellte Bauwerk überragt 804 fast alle anderen sakralen Gebäude Europas. Nördlich der Alpen ist es das prachtvollste seiner Zeit, überwältigend, respekteinflößend. Der Mann, der über dieses Wunderwerk der Baukunst herrscht, heißt Karl der Große. Karl der Große lebt in dem Bewusstsein, dass er der Berufene ist, ein neues Kaisertum zu schaffen, dass er derjenige ist, der den Staat so organisieren muss, dass es Gott gefällig ist. Und er ist der festen Überzeugung, dass dieser Staat eine ganz straffe Organisation sein muss und dass es darauf ankommt, dass alles bis ins Detail geregelt ist. Im Jahr 800, durch den Papst zum Kaiser gekrönt, ist Karl der Große der mächtigste Mann Europas. Und jetzt will er die Barbaren an den Grenzen seines Reiches christlich missionieren. Das sind damals die noch heidnischen Sachsen, an der Nordgrenze die Wikinger, aber eben auch die slawischen Stämme. Es ist klar, wenn Karl als Herrscher kommt und einen Stamm besiegt und dieser ihm Treue schwört, dann gehört er zu seinem Reich und ist von diesem Tag an fest den Gesetzen unterworfen. Bis 804 führt Karl der Große einen der blutigsten Feldzüge des Mittelalters zur Unterwerfung der heidnischen Sachsen. Er will das Land bis hin zur Elbe seinem Reich einverleiben. Für die Slawen zwischen Elbe und Oder ist das eine konkrete Bedrohung. Wenn Karl so mit seinen Nachbarn verfährt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er auch gegen die slawischen Stämme ins Feld zieht. Das Heer Karls des Großen, das Frankenheer, also verfügte über die besten Waffen und die beste Rüstung dieser Zeit. Das war exquisites Material, exquisite Qualität. Und das hat auch dazu geführt, dass man das fränkische Heer als eine eisenglänzende Phalanx empfunden hat. Und es gab so gut wie keinen Feind,
der dagegen wirklich eine Chance hatte. Und das war natürlich für die Slawen und slawische Krieger nicht so einfach, ja, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und sie mussten eine Strategie entwickeln, ja, eine geschickte Strategie. Glaubst du, dass die Franken noch mehr solche Klingen haben? Hoffentlich nicht. Schau mal, wie das gearbeitet ist. So viele kleine Ringe und so schwer. Die werden kommen. Früher oder später. Wie viel Sack Silber kriegen wir zusammen? So 2, 3? Mehr als 4. Wenn wir alles zusammenkratzen, warum fragst du? Für 4 Sack Silber kann man schon einige solcher Waffen kaufen. Der Silberschatz von Lebus. Er ist für Archäologen ein Glücksfall. Alter und Herkunft der Münzen geben Auskunft darüber, wie weiträumig die Handelswege der Slawen verlaufen und womit sie handeln. Beziehen die Slawen die begehrten Waffen durch Handel direkt im Feindesland? Im Frankenreich? Für die Slawen sind Münzen anscheinend nur Mittel zum Zweck. Sie betreiben eigentlich Tauschhandel und sind an Metallgeld kaum interessiert. Also die Slawen beginnen erst spät mit einer eigenen Münzprägung. Wir finden hierzulande im Raum zwischen Elbe und Oder etwas, was man Hacksilber nennt, also zerkleinertes Edelmetall, Schmuckstücke, auch zerkleinerte Münzen. Und das ist ein Phänomen, was eigentlich mit den Wikingern zu tun hat. Das bezieht sich auf den Ostseeraum. Und man muss ja klar sehen, dass zu dieser Zeit die Slawen im Raum zwischen Elbe und Oder eigentlich wirtschaftlich das Hinterland der Ostsee gewesen sind. Die Wikinger waren ihre Handelspartner. Und so kommen eben diese silbernen Funde, die zum Teil wirklich winzig klein auf Millimetergröße zerhackt sind, ins Land. Es geht nur um das Silber selbst. Bei Münzen ignorieren die Slawen den aufgeprägten Wert. Es gab in diesem Raum zwischen Elbe und Oder keine zentrale Macht, die in der Lage war, den Wert zu garantieren. Dazu ist es hier nicht gekommen. Hacksilber versetzt die Slawen in die Lage, an Waffen zu gelangen, um sich gegen Karl zu wehren. Ich ziehe morgen mit ein paar Männern los. Zu gefährlich. Wir brauchen jeden Mann hier, wenn es losgeht. Es nicht zu tun, das ist zu gefährlich für uns alle. Ich bin dagegen. Nein. Lassen wir es doch die Götter entscheiden. Die Frage, ob man in den Krieg zieht, muss letztlich ein Priester beantworten mit verschiedenen Orakeln. Insofern kann man schon sagen, die Macht ist in gewisser Weise auch in der Hand einer Priesterkaste. Doch wie haben die Slawen und ihre Priester ihre Entscheidungen gefällt? Berührt das Pferd einen der Speere, gehe ich auf Reisen. Senkt die Speere. Die Slawen sind kein Reitervolk. Nur die Anführer verfügen über kostbare Pferde. Es ist bis heute unklar, warum ausgerechnet diese Tiere eine so große Bedeutung in ihrer Kultur haben. Denn Pferdeorakel entscheiden sogar über Krieg und Frieden. Die Götter haben entschieden. Ich reise morgen los. Der Spruch des Orakels ist bindend für alle Slawen einer Sippe.
Professor Matthias Wemhoff versucht, der Bedeutung der Pferde auf die Spur zu kommen. Dabei hilft ein slawisches Artefakt. Es ist aus Metall und über 1200 Jahre alt. Im 3D-Scan wird es in extrem hoher Auflösung mit Funden aus anderen Kulturen verglichen. Wir sehen hier also eine kleine Pferdefigur und da könnte man natürlich auch zuerst denken, das ist sowas wie ein Spielzeug. Möchte ich auch gar nicht so ganz ausschließen. Aber das Interessante ist ja, dass die Pferde offensichtlich bei den Slawen in ihrer Religionsausübung eine ganz besondere Rolle gespielt haben. Und da könnte man sich auch vorstellen, dass dieses Pferdchen so etwas wie ein Amulett ist, das man in der Tasche mitführte. Das Artefakt wurde in der Nähe Berlins gefunden. Also das Pferd hat so eine quasi gottesnahe Stellung und kann damit besondere Informationen geben, besonderes Wissen vermitteln, vielleicht besondere Botschaften auch übersenden. Trotz der Entscheidungen der Götter stehen die Slawen zwischen Elbe und Oder bald vor einem ganz realen Problem. Möge Pieron euren Weg beschützen, Bruder. Danke. Als Karl der Große den Waffenhandel unterbindet, müssen neue Wege gefunden werden. Pass auf dich auf. Mein Sohn. Lein los! Pass auf deine Tante und das Dorf auf. Er wird wieder gern. Schau ihn an. Er ist zu schlau, um zu scheitern. Die Slawen benötigen Waffen für den Kampf gegen die Franken. Schmuggel ist jetzt die einzige Alternative. Finanziert aus Erlösen ihrer vielseitigen Handelsbeziehungen. Als Meister der Holzverarbeitung und vor allem als Verkäufer von Rohstoffen sind sie gern gesehene Partner. Die Slawen nutzen uralte Fernhandelswege. Bedeutende Umschlagplätze sind damals Regensburg und Prag. Ausgangspunkte für weit verzweigte Handelsverbindungen, die bis an die Ostsee reichen. Von dort ins Mittelmeer und bis nach Persien. Was die Slawen bieten können, ist eigentlich all das, was den Osten attraktiv macht für Handel. Das sind Naturprodukte vor allen Dingen, das ist Honig, das ist Wachs. Man kann sich gar nicht vorstellen, welche Unmengen davon gebraucht werden. Pelze spielen eine ganz große Rolle. All das ist hier in diesem Gebiet auch vorhanden und das wird sicher verhandelt. Im Museumsdorf Dissen versucht Slawenexperte Cornelius Kusch herauszufinden, was das Schmieden einer brauchbaren Klinge für die Slawen bedeutet. Denn während die Franken über hocheffiziente Waffenschmieden verfügen, müssen sich die Slawen mit einem Rohstoff begnügen, der alles andere als hochwertig ist. Raseneisenerz. Das sind eisenhaltige Klumpen, die man tatsächlich auf Feldern und Wiesen aufsammelt. Das getrocknete Erz wird in einem sogenannten Rennofen verhüttet. Allein der Bau des Ofens aus Lehm ist aufwendig, damit durch die extreme Hitze keine Risse entstehen. Wenn die Hitze stabil ist, kommt die erste Lage Raseneisenerz ins Feuer. Ein Teil Holzkohle, ein Teil Erz. Immer wieder. Dann wird der Ofen geöffnet und die Schlacke herausgeklopft. Ein mühsamer Vorgang, der viele Stunden dauert. So grob vom Sammeln des Raseneisenerzes bis hin zu ungefähr 1 Kilo Eisen, in dem Fall in Barrenform. Also noch gar kein Werkzeug, keine Waffe, nichts in der Richtung. Da sind auf jeden Fall mindestens 2 Personen, pro Person 40 Arbeitsstunden dabei, also knappe 80 Arbeitsstunden für 1 Kilo Eisen. Schließlich wird das rotglühende Material bearbeitet.
Der Klumpen darf nicht auseinanderfallen. Nur im Stück kann er geschmiedet werden. Und auch das dauert mehrere Stunden. Wenn wir uns hier eine offene dörfliche Siedlung anschauen, können wir nicht davon ausgehen, dass da Blankwaffen in Qualität der zum Beispiel fränkischen Schwertklingen hergestellt wurde. Der einfache Dorfschmied hat sich eher um seine Mitdorfbewohner gekümmert, das heißt einfache Gegenstände des alltäglichen Bedarfs hergestellt. Das ist das Schiffchen. Machst du runter und hoch. Immer abwechselnd. Und runter und hoch. Und runter und hoch. Ja? Und den Faden nach oben schieben. Gut. Geh bitte. Sind wieder da! Sie kommen! Den Schwarzhandel an den Grenzen seines Reichs kann Karl der Große nicht unterbinden. Gib her! Die Slawen bekommen, was sie im Kampf gegen seine Truppen benötigen: hochwertige Waffen. Sei gegrüßt. Schön, dich wiederzusehen. Vater. Was ist das? Nur für dich. Jetzt zeig, was du kannst, Krieger. Im Jahr 804 besiegt Karl der Große endgültig die Sachsen. Seine Truppen erhalten jetzt einen neuen Auftrag und überqueren die Elbe in Richtung Slawenland. Die Slawen müssen sich verteidigen. Entscheidend war, dass sie eher diese Strategie gewählt haben, kleinere Verbände, kleinere Scharmützel aus dem Hinterhalt zu führen, möglicherweise auch in unwegsamem Gelände, in morastigen Gebieten, wo der Gegner, der fränkische Feind, sich einfach nicht so aufstellen konnte, nicht so bewegen konnte. Das war sicher sehr geschickt und hat auch dazu geführt, dass die slawischen Völker sich über lange Zeit behaupten konnten. Das konnten andere Völker nicht. Die Slawen haben kein Heer. Sie begegnen ihren Angreifern mit List und Tücke in einer Art Partisanenkampf. Kleine Slawengruppen treten an gegen ein hochgerüstetes Frankenheer in den Wäldern östlich der Elbe. Die Slawen haben bei ihrer Strategie sämtliche Möglichkeiten angewendet. Sie haben unter Umständen auch die offene Feldschlacht gewagt, aber nur in ganz seltenen Fällen. Haben auch Siege errungen, aber das war immer nur temporär und vorübergehend.
Die Ehre gehört dir, mein Bruder. Die slawischen Stämme können sich gegen Karl den Großen zunächst behaupten und ihre Unabhängigkeit bewahren. Und so bevölkern die Slawen weitere 130 Jahre das Land zwischen Elbe und Oder. Aus Dorfgemeinschaften werden weiträumige Siedlungen und es bilden sich Herrschaftsstrukturen. Die slawischen Anführer bauen zum Schutz ihrer Macht und ihrer Stämme stark befestigte Burgen. Und bist du bereit? Denn eine neue Gefahr droht. Bis 929 sind die Slawen zwischen Elbe und Oder zwar frei von fränkischer Herrschaft. Ihre Nachbarn aber, die Sachsen, sind Christen geworden und gehören nun zum Ostfränkischen Reich. Und im Südosten formieren sich die Ungarn zu einer neuen Großmacht. Die Slawen sind genau dazwischen im sich abzeichnenden Kampf zweier militärischer Schwergewichte. Kommst du mit zur Jagd? Ich habe Wichtigeres zu tun. Der Anführer der Sachsen ist ein Christ voller Missionierungseifer und unbedingtem Machtwillen. Sachsenkönig Heinrich I., seit 10 Jahren auf dem Thron, richtet seinen Blick auf das Land der Slawen. Heinrich I. hat verschiedene Gründe, sich dem Osten nun intensiv zuzuwenden. Einmal ist es die Nachbarschaft, für die er für Frieden sorgen muss. Das Zweite ist aber noch wichtiger. Über diesen slawischen Raum beginnen die Ungarn in das Ostfränkisch-Deutsche Reich einzufallen. Die Ungarn plündern die sächsischen und die slawischen Gebiete und massakrieren ihre Einwohner. Jetzt verschiebt Heinrich I. mit seinem Militär die Grenzen seines Reiches nach Osten. Diese Situation führt in der Tat dazu, dass sich viele dieser slawischen Völker seiner Autorität unterwerfen, dass sie die Hoheit Heinrichs I. anerkennen. Das Land zwischen Elbe und Oder gerät Stück für Stück unter sächsische Herrschaft. (929) errichtet Heinrich am Elbufer inmitten des Slawengebiets ein Militärlager, aus dem später die Burg Meißen hervorgeht. Entlang der Elbe entstehen in kürzester Zeit weitere Handels- und Machtzentren der Sachsen. In den neuen Siedlungsräumen treffen Christen und Heiden immer häufiger aufeinander. Los, Bruder! Da liegt einer! Er lebt noch.
Wir nehmen ihn mit. Heinrichs Speerspitzen sind Benediktinermönche, die Heiden missionieren sollen. Als diese Chronisten damals Missionare in das Land der Slawen gekommen sind, dann haben sie natürlich nach Objektivation gesucht, also den Gegenbild zu der Kirche. Sie haben nach Tempeln gesucht, sie haben nach Abbildung dieser Götter gefunden und hölzerne Figuren gefunden und haben das in ihr Weltbild eingeordnet, was sie dann wiederum aus der antiken Literatur rezipiert haben. Bruder? Salbei. Die christlichen Mönche schöpfen aus einem über Jahrhunderte schriftlich weitergegebenen Erfahrungsschatz. Auch medizinische Kenntnisse können sie so stets vervollkommnen. Die Slawen hingegen besitzen keine eigene Schriftsprache und stützen sich nur auf Erfahrungswissen. Sie vertrauen ihren Göttern. Wenn wir an die Wikinger denken, dann haben wir diese sehr reichen Schnitzereien und eine völlig fast wahnsinnige Welt der Tier-Mensch-Figuren. All das kennen wir von den Slawen überhaupt nicht. Also auch auf den Gefäßen finden wir extrem selten mal so einfache Ritzzeichnungen. Es gibt kaum kleine Spielzeugfiguren. Und dann fällt natürlich so eine dreiköpfige Figur, die ja manchmal sehr klein sind, wie Taschenamulette. Das fällt dann sehr auf und da ist es sehr naheliegend zu sagen, das war auch für die Menschen damals besonders. Deine Götzen, die können dir hier nicht helfen. Es gibt nur einen Gott. Die Slawen dagegen hatten viele Götter. Ob diese Figur einen darstellt, ist bis heute ein Rätsel. Ja, wir nennen ihn unseren Taschengott. Das ist wohl ein heidnisches Götterbild. Diese Figur hat durchaus Ähnlichkeit zu anderen überlieferten slawischen Götterbildern. Das ist einmal diese Kopfbedeckung, diese merkwürdige trichterförmige Kopfbedeckung, die kennen wir auch aus anderen Bildern. Aber es ist vor allen Dingen der mächtige Schnauzbart, der dieses Götterbild schmückt. Der reicht fast bis zu den Schultern. Und das scheint offensichtlich ein Merkmal slawischer Götter gewesen zu sein. Götter, die nicht strafen, sondern beinahe freundlich anmuten. Die Religion der Slawen beflügelt die Fantasie von Künstlern noch Jahrhunderte später. Eine Szenerie an einem für die Slawen besonderen Ort. Dem Kreidefelsen von Kap Arkona auf der Insel Rügen. Die Ausgrabung einer slawischen Tempelanlage aus dem 9. Jahrhundert an der Ostseeküste ist für Archäologen eine Sensation. Umgeben von riesigen Burgwällen thronte der Tempel einst über der Ostsee. Wissenschaftler sind sich einig, es ist ein zentrales Heiligtum der Slawen zwischen Elbe und Oder. Eine Kultstätte mit gewaltigen Ausmaßen. 300 mal 350 Meter. Es ist ein Ort, der im Grunde schon von 3 Seiten geschützt worden ist durch die Ostsee, was man von hier oben auch sehr gut sehen kann. Und diese letzte Ecke, diese Landseite, ist dann durch diesen Wall gesichert worden. Das war das wichtigste Heiligtum hier auf Rügen und auch darüber hinaus und deswegen also auch diese starke Befestigung. Doch das Ausgrabungsprojekt steht vor einem Problem. Denn die Ostsee und die rauen Winde nagen beständig am Felsen. Stück für Stück stürzt er ins Meer.
Wir haben hier den Burgwall selber, also die äußere Befestigung. Und hier in dem Bereich haben wir eigentlich die Burginnenfläche, beziehungsweise das, was dann jetzt noch eigentlich übrig ist. Und wir könnten theoretisch, wenn wir uns das vor unserem geistigen Auge vorstellen, dass wir noch etwa 100 Meter bis in die See hineingucken können, wo der eigentliche Burgwall zu Ende gewesen ist. Nur noch etwa 10% der Anlage sind erhalten. Ein Kampf gegen die Zeit. Der Tempel selbst ist schon vor Jahrhunderten im Meer verschwunden. Insofern müssen wir mit den Funden leben, die an diesem Randbereich des eigentlichen Heiligtums noch im Boden bewahrt sind. Dort, wo einst Wirtschaftsgebäude den Tempel flankierten, finden die Archäologen immer wieder erstaunliche Artefakte. Wir haben eine wunderschöne vierkantige Pfeilspitze. Hier haben wir so ein bisschen die Spitze und so einen kleinen Schaftdorn. Das ist so eine typische Pfeilspitze, die wir hier oben in größeren Mengen haben. Zentimeter um Zentimeter der Anlage wird nach einem genauen Plan ausgegraben und jeder Fund akribisch vermerkt. Fundort und Lage sollen Hinweise geben, ob die Anlage ausschließlich als Heiligtum benutzt oder dauerhaft bewohnt wurde. Das Interessante ist, dass diese Zentralheiligtümer politische Macht besitzen. Und es gibt Berichte darüber, dass vor Kriegszügen, vor wichtigen Ereignissen man sich tatsächlich bei diesen Heiligtümern getroffen hat. Christen tauschen ihr Wissen mit Hilfe der Klöster aus. Ihre Bücher verbreiten nicht nur die Heilige Schrift, sondern auch neue naturwissenschaftliche Erkenntnisse über ganz Europa. Die Slawen, die keine Schriftkultur haben, sind davon ausgeschlossen. Vielen Dank. Die Slawen genießen eine kurze Zeit des Friedens. Sachsenkönig Heinrich I. besiegt die Ungarn. Dann stirbt der expansionshungrige Monarch 936. Doch Heinrichs Nachfolger setzt einen Mann als Oberbefehlshaber für die slawischen Grenzgebiete ein, dessen Taten zur traurigen Legende werden: Gero I. Er erhält das Recht, Tribute einzutreiben, und Gero gehorcht auf seine Weise. Gero greift zu etwas zwielichtigen Methoden, indem er Intrigen spinnt und vor allen Dingen äußerst grausame Strafen anwendet. Und das hat ihm den traurigen Ruf also eines besonders brutalen und grausamen Menschen in dieser Zeit eingetragen. Gero schickt seine Truppen ins Slawenland. Dörfer, Siedlungen und Burgen werden gnadenlos ausgepresst. Es will einfach nicht verheilen. Raus hier! Selbst die sächsischen Chronisten berichten von der Brutalität der Tributeintreiber Geros. Slawische Anführer sind überall das Ziel von Attacken. Nein!
Der Chronist Widukind berichtet, dass Gero 30 slawische Fürsten zu einem Konvivium eingeladen hat. Ein Konvivium ist der Ausdruck für ein friedliches Gastmahl. Das muss man wissen. Sie wurden also in die Falle gelockt. Und sie wurden reichlich bewirtet und nach dem Genuss auch von reichlich Wein haben sie friedlich geschlafen und wurden im Schlaf allesamt ermordet. Der Verlust ihrer Anführer bricht den Widerstand der Slawen. In der Mitte des 10. Jahrhunderts verlieren die Slawen zwischen Elbe und Oder einen großen Teil ihres Herrschaftsgebietes. Den südlichen Teil übernehmen die Sachsen. Lein los. ...250 Jahre lang prägten sie hier mit ihrer heidnischen Kultur das Land. Jetzt lassen sich viele Slawen christlich taufen oder verlassen das alte Siedlungsgebiet. Slawen, die unabhängig bleiben wollen, suchen eine neue Heimat. In den letzten slawischen Herrschaftsgebieten weiter nördlich, im heutigen Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Dort behaupten sich auch in den nächsten 2 Jahrhunderten starke slawische Fürsten. Sie bekämpfen die sächsischen Adligen, zerstören deren Burgen und verjagen die christlichen Priester. Christliche Fürsten rufen deshalb einen Kreuzzug gegen die heidnischen Slawen aus. Doch die Slawen wehren sich. Die Christen wollen nicht nur missionieren, sondern auch slawisches Land erobern. Wir sind in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Und das ist eine Zeit, in der insgesamt ein großer Umbruch zu beobachten ist. Die religiöse Begeisterung wird immer mehr ergänzt und am Ende auch sogar verdrängt durch den kommerziellen Vorteil. Im Mittelpunkt steht das Streben nach Machterweiterung, nach Gebietserweiterung, nach ganz massiven, handfesten, monetären Machtinteressen. 1157 halten sich noch einige wenige slawische Machtzentren zwischen Elbe und Oder.
Strategisch herausragend ist eine Festung auf dem Gebiet der heutigen Stadt Brandenburg an der Havel. Der slawische Fürst auf der Brandenburg heißt Přibislav Heinrich. Es ist natürlich Fürstensitz mit Burganlage und ein sicherer Ort, aber an einem Handelsweg. Das ist der richtig alte, bedeutende Handelsweg, der letztlich von Westen, vom Rheinland kommend, über Magdeburg, dann über die Brandenburg und Spandau weiter nach Osten führt. Also da werden auch Fremde und Händler unterwegs gewesen sein. Man war in Brandenburg nicht unter sich. Etwa 1000 Bewohner, Christen und slawische Heiden, leben auf der Brandenburg miteinander. Darunter auch heidnische Priester und ihre Anhänger. Die Slawen haben sich durch vielfältige Beziehungen zu Franken und Sachsen längst an diese Welt, an diese Kultur gewöhnt. Sie sind auch zum großen Teil schon christlich, aber nicht alle. Ja, es gibt immer noch Teile, die an der alten Religion festhalten. Die Heiden sind hier mittlerweile auch unter den Slawen Außenseiter, die unter Beobachtung stehen. Der Riss geht quer durch die slawische Gesellschaft und die Familien. Nur wer getauft ist, steht auf der Seite der Mächtigen, der Christen. Als der slawische Fürst Přibislav stirbt, geht die Burg an den Christen Albrecht den Bären. Der mächtige Sachse wird kampflos neuer Herr auf der Brandenburg, und das mitten im Land der Slawen. Albrecht der Bär hat dieses Gebiet praktisch völlig legal als Erbe des kinderlosen Přibislav Heinrich bekommen. Das ist das Besondere, dass dieser Přibislav Heinrich so viel Weitsicht hat, zu sagen, ein geregelter Übergang in die Hände der Markgrafen, die aus deutscher Sicht einen legitimen Anspruch auf dieses Gebiet haben, ist eigentlich der beste Weg, um diese Region zu entwickeln. Für die Slawenfürsten ist es ein Affront, dass die Burg an einen sächsischen Fürsten einfach verschenkt wurde. Aus dem geregelten und friedlichen Übergang wird nichts. Es gibt Widerstand. Zumal der neue Besitzer zuerst die sogenannten slawischen Götzendiener von der Brandenburg entfernen lässt. Aber die Quelle sagt ja erstmal, dass es noch Heidentum gibt, dass es auch noch wahrscheinlich heidnische Priester gibt, und die müssen natürlich als allererstes die Burg verlassen. Für die ist da kein Platz mehr. Indem er die Priester entmachtet, versucht er, den Widerstand der heidnischen Slawen zu brechen. Wir haben keine Zeit. Ja, ich weiß. Lass das, komm jetzt. Komm. Jetzt. Die Truppen auf der Burg rechnen mit einem Angriff der widerspenstigen Slawenfürsten. Der einflussreichste von ihnen ist Jakscha, der Neffe des verstorbenen Přibislavs. Er residiert auf der Burg Kopnik, dem heutigen Berlin-Köpenick. Jakscha beansprucht die Brandenburg für sich.
Er ist der Mann auf dieser Münze. Das ist Jakša von Köpenick. Das ist der erste namentlich bekannte Berliner, den wir kennen. Also ein Fürst, der von Köpenick aus ein größeres Gebiet beherrschte. Und er führt uns direkt in den Konflikt, in die Entstehungszeit der Mark Brandenburg. Der Slawenfürst hat diese Münze von sich prägen lassen. Das ist eine ausgesprochen schön gearbeitete Münze. Also das war ein guter Münzschneider, der das gemacht hat. Das Gesicht ist ganz stark ausgeprägt. Man sieht den prächtigen Bart, die langen Haare. Das ist schon ein bisschen eine slawische Haartracht, die man da erkennen kann. Also so hätte sich ein deutscher Fürst wahrscheinlich nicht dargestellt. Ansonsten eine ganz klare Botschaft, diese Münze an sozusagen die Fürsten im Deutschen Reich. Denn da ist die Münzprägung schon lange verbreitet und da sind solche Bilder schon lange verbreitet. Ich bin ein gleichberechtigter Fürst. Und ein Machtbewusster dazu. Jetzt will Slawenfürst Jakša die Brandenburg erobern. Albrecht der Bär verstärkt seine Burgwachen, auch durch ihm treu ergebenes slawisches Gefolge. Wir Slawen haben diese Burg gebaut. Wir haben das Recht, auf ihr zu leben. Und zwar so, wie wir es wollen. Die Fremden haben Jakša um sein Erbe betrogen. Die Burg gehört ihm. Dafür muss er aber erst mal an mir vorbei. Du willst gegen deine Brüder kämpfen. Vielleicht sogar gegen deinen Vater, falls er sich Jakša angeschlossen hat. Er ist vor so langer Zeit geflohen. Was, wenn ihr euch bald gegenübersteht? Mit dem Speer in der Hand. (1157) beginnt eine der letzten wichtigen Schlachten für die Slawen zwischen Elbe und Oder. Der Kampf um die Brandenburg. Jakšas Truppen sind militärisch unterlegen, nutzen aber eine günstige Gelegenheit. Sie greifen an, als nur wenige Wachen auf der Burg sind. Slawen kämpfen in dieser Schlacht auch gegeneinander. Albrechts Truppen auf der Burg kapitulieren.
Die Eroberung der Brandenburg ist ein letzter großer Sieg für die Slawen zwischen Elbe und Oder. Und eine große Demütigung für die Sachsen. Also das hat sich Albrecht der Bär natürlich nicht bieten lassen. Auf diesen Besitz wollte er nicht mehr verzichten, hat die Burg belagert, hat offensichtlich Jaxa vertreiben können. Man hat sich aber dann doch wohl irgendwie geeinigt, denn Jaxa blieb weiter der Herr von Köpenick. Doch die Macht der Slawenherrscher ist vorbei. Albrecht der Bär gründet die Mark Brandenburg. Auf den Ruinen der einstigen Slawenburg wächst ein Dom in den Himmel, der noch heute, wie eine späte Rache, an die Besiegten erinnert. Ja, was ist hier los? Die Kirche ist schief. Wenn man die Langhausbögen sich ansieht, scheinen sie wegzukippen, gerade auch im Vergleich zu dem Pfeiler hier. Das liegt daran, dass man natürlich versucht hat, den Brandenburger Dom auch ins genaue Zentrum der weltlichen Macht, der Burg des Markgrafen zu setzen. Nur dessen Burg lag etwas verschoben, sodass der Dom jetzt mit seinen Fundamenten genau in den Bereich eingreift, wo die Burggräben dieser slawischen Burg gewesen sind. Und diese Burggräben sind natürlich mit organischen Materialien verfüllt, sie sind vertorft. Dieser Torf beginnt im Laufe der Jahrzehnte sich zusammen zu sacken, und so hat man die Probleme, die man heute hier an dem Bau noch ablesen kann. Und wegen des schwachen Untergrunds fehlt dem mächtigen Dom der zweite Turm. Nach der Niederlage der slawischen Fürsten werden auf ihren einstigen Kultstätten christliche Kirchen und Klöster gebaut. Willkommen im himmlischen Königreich unseres Herrn Jesu Christi. Amen. Bist du dir sicher? Wir haben genug gekämpft. Zeit, Frieden zu schließen. Deine Sünden sind dir vergeben. Willkommen im himmlischen Königreich unseres Herrn Jesu Christi. Amen. Bald hat sich das Christentum zwischen Elbe und Oder endgültig durchgesetzt. Auch das einfache Volk fügt sich nun in die neuen Verhältnisse. Was bleibt von den Slawen zwischen Elbe und Oder? Ihre Spuren führen uns bis in die Gegenwart. Denn sie sind immer noch da. Im Laufe von 900 Jahren werden aus den einstigen Siedlern Sachsen, Brandenburger, Berliner, Deutsche. Die Geschichte der Slawen im Osten Deutschlands ist noch nicht zu Ende. Wenn wir über das Ende der Slawen sprechen, dann reden wir von einer sehr gelungenen Assimilation. Assimilation klingt im ersten Moment etwas abwertend, so als wäre etwas verschwunden unter einer dominanten Kultur. Was wir aber sehr genau sehen, ist, dass hier etwas ganz Neues entstanden ist. Und die deutsche Geschichte ist nicht die Geschichte einer Kultur oder gar noch schlimmer einer Rasse, sondern es ist die gemeinsame Geschichte. Und es ist eine europäische Geschichte. Denn seit Jahrhunderten suchen Menschen aus dem Osten ihr Glück in deutschen Metropolen. Es ist eine Einwanderungsgeschichte. Das ist vor allem an Namen sichtbar.
Wir haben etwa 1 Million unterschiedliche Familiennamen in Deutschland bei 82 Millionen Einwohnern. Und darunter haben wir wahrscheinlich, niemand weiß es genau, etwa 6 bis 8 Millionen polnische und tschechische, also slawische Personennamen. Zwischen Elbe und Oder gibt es noch immer Nachfahren der einstigen slawischen Siedler. Die Sorben im Osten Deutschlands. Eine anerkannte nationale Minderheit. Circa 60.000 Menschen zählen sich zu ihr. Bleibt eine slawische Identität, die die Menschen prägt oder sogar eint? Das slawische Erbe ist für uns natürlich allgegenwärtig. Und überall da, wo zwei Kulturen auf engstem Raum zusammenleben, gibt es immer einen Konflikt, gibt es immer Spannungen. Im Vergleich zur Weltbevölkerung ist das Deutsche auch nur eine kleine Sprache. Ebenso ist es mit dem sorbischen Volk, das in Bezug zum Deutschen auch nur ein kleines Volk ist. Aber beide Kulturen, beide Sprachen sind meines Erachtens nach Welterbe, sind es auch wert, erhalten zu bleiben. Zwischen Bautzen und Cottbus, nahe der polnischen Grenze, liegt das Siedlungsgebiet der Sorben. Weiter im Osten hat Deutschland auch viele slawische Nachbarn, Länder, die auch einst von slawischen Siedlern bevölkert wurden und heute Nationalstaaten sind, mit eigener Sprache und nationaler Identität. Die Sorben haben nie einen eigenen Staat gegründet. Sie sind eine slawische Minderheit mitten in Deutschland, mit garantierten Rechten und einer lebendigen Sprache. Ihr kulturelles Zentrum ist Bautzen. Kleine Sprachen wie das Sorbische, die unter dem Druck einer großen Kultursprache wie das Deutsche stehen, haben immer das Problem, ob sie überleben. Man kann das mit dem bretonischen vergleichen in Frankreich, einer keltischen Sprache, die ebenfalls unter dem Druck des Französischen steht. Es gibt Bestrebungen, solche kleinen Sprachen zu bewahren, aber ich bin Realist und leider etwas skeptisch. Noch aber bekennen sich junge Menschen zu ihrer sorbischen Kultur. Eine Modenschau auf der Berliner Fashion Week. Traditionell, modern, sorbisch. Kultur bleibt lebendig, wenn sie nicht nur konserviert, sondern auch gelebt wird. Vor 1300 Jahren erreichten Slawen ein fast leeres Land zwischen Elbe und Oder. Sie hatten sich auf den Weg gemacht, um eine neue Heimat zu finden. Sie haben sie gestaltet, geformt und verteidigt. Und sind Teil unserer Geschichte. Sie sind unsere gemeinsamen Vorfahren.